heute noch wie ein Märchen klingt, kann morgen Wirklichkeit sein. Hier ist ein Märchen von übermorgen. Es gibt keine Nationalstaaten mehr, es gibt nur noch die Menschheit und ihre Kolonien im Weltraum. Man siedelt auf fernen Sternen. Der Meeresboden ist als Wohnraum erschlossen. Mit heute noch unvorstellbaren Geschwindigkeiten durcheilen Raumschiffe unser Milchstraßensystem. Eins dieser Raumschiffe ist die Orion. Winziger Teil eines gigantischen Sicherheitssystems, das die Erde vor Bedrohungen aus dem All schützt. Begleiten wir die Orion und ihre Besatzung bei ihrem Patrouillendienst am Rande der Unendlichkeit. Nun hören Sie mal, McLean, wie stellen Sie sich das eigentlich vor? Ich kann Ihnen doch nicht jedes Mal eine Extrawurst braten. Sie sind nun mal zum Patrouillendienst verdonnert und damit basta. Ich will keine Extrawurst, General. Aber wenn die oberste Raumbehörde keine andere Verwendung für mich hat, als Aufträge für Raumkadetten auszuführen, dann ist es wohl besser, ich gehe. Was heißt das? Wollen Sie Ihren Dienst quittieren? Herr General. Fabelhaft. Es passt Ihnen etwas nicht und schon laufen Sie einfach davon. Schon ist gut. Ab einer Strafversetzung habe ich... Sie natürlich völlig unschuldig sind. Ich will gar nicht behaupten, dass ich daran völlig unschuldig bin. Aber ich bin nicht zur Raumflotte gegangen, um Messsonden auszuwechseln, Meteoritenstaub einzusammeln und Kontrollautomaten einzustellen. Regen Sie sich doch ab, McLean, noch ein halbes Jahr und Ihre Strafzeit ist um. Wenn Sie dann wieder bei den schnellen Kampfverbänden sind, können Sie meinetwegen wieder Ihre Extratouren reiten. Aber solange Sie hier sind, nehmen Sie sich zusammen. General, Notrufe von der Tau. Da scheint es drunter und drüber zu gehen. Bitte schalten Sie auf EAS-1. Die Rufe kommen über Transpluto 0-3. Ich rufe Transpluto 0-3. Ich rufe Transpluto und die Erdaußenstation. Hier ist der ESD-Kreuzer Tau unter Commander Lindley. Bitte bestätigen Sie mein Notrufzeichen. Transpluto am Tau, wir hören Sie. Wir sind ohne Steuerung und Energie. Befinden uns in einem Lichtsturm von ungeheurem Ausmaß. Die Tau, mein Gott, das ist ja entsetzlich. Wissen Sie, wer an Bord der Tau ist? Oberst Villa und 8 Leute seines Stabes. Villa? Das wäre nicht auszudenken, denn dann... Platz 492 zur Raumstation Nordornie 1. Lage ist aussichtslos. Ich habe noch nie einen Lichtsturm von diesem Ausmaß erlebt. Ich wiederhole, hier ist GSD-Kreuzer Tau oder Commander Lindley. Unsere Lage ist hoffnungslos. Ich habe noch nie einen Lichtsturm von diesem Ausmaß erlebt. Unsere gesamte Energie ist blockiert. Wir kommen hier nicht mehr raus. Das ist kein Lichtsturm, Lindley. Das sind schnell wechselnde, divergierende Gravitationswellen. Es gibt nur noch eins, umsteigen in die Landsitz. Die Landsitz? Das ist der sichere Tod. Ja, wartet uns hier. Und wenn wir nicht gleich umsteigen, aber in die Landsetzung kann man auch nicht mehr. Abstand zu Bordung. Gleich bleiben, 492. Wir hängen hier wie ein... Landsitz 1 bis 4 fertig machen. Verstanden. Wir versuchen nach Bordung durchzukommen. Gehe nicht von Bord, bevor Sie nicht gemeldet haben, dass hier schnell wechselnde Kraftfelder im Spiel sind. Das kann entscheidend sein. Oberst, seien Sie vernünftig. Wir müssen raus. Die Erde muss das erfahren. Es kann sich hier um einen exoterrestrischen Anschlag handeln. Machen Sie Lichtspruch an ORB und Kraft fertig. Ach, Sie haben Nerven. Los. Hier spricht Oberst Villa an Bord der Tau. Ich rufe ORB und Kraft. Nach meiner Ansicht ist die Tau in ein Zentrum antigravitioneller Felder geraten. Haben Sie verstanden? ORB hat verstanden. Hören Sie, das ist entscheidend. Kein normaler Lichtsturm, sondern schnell wechselnde Schwerefelder. Ähnlich wie bei McLean damals. Exoterrestrische Aktion nicht ausgeschlossen. Wir sind gezwungen, in Landsetzung zu steigen. Unsere Energie ist völlig ausgefallen. Wir versuchen, Gordon zu erreichen. Chancen minimal. Tau, wir rufen Tau. An Tau, melden Sie sich. Aus. Es scheint zu Ende zu sein. Da stehen Sie rum. Los, versuchen Sie Kontakt mit Gordon. Wir müssen wissen, was da los war. Gordon hat gemeldet, dass Sie nichts bemerkt haben. Das gibt es nicht! Die Tau gerät in ein Chaos von Schwerefeldern und Gordon merkt nichts. Los, versuchen Sie. Und dann verbinden Sie mich mit der obersten Raumbehörde. Ich beantrage außerordentliche Sitzung und Bildung einer Untersuchungskommission. Jawohl, General. Was wollte Villa eigentlich draußen im Raum, General? Ich denke, ein Geheimdienstchef gehört hinter seinen Schreibtisch. Nicht immer. Wenn ein besonderer Fall vorliegt. Und was war das Besondere in diesem Fall? Ich weiß nicht, ob wir das je erfahren werden. Villa hat seine Karten immer erst aufgedeckt, wenn er ganz sicher war. So, ich gehe zum Oberbefehlshaber. Und Sie, McLean,
Sie führen jetzt gefälligst Ihren Auftrag durch und starten. In Ordnung. Das heißt, warten Sie mal. Hat Villa nicht in seiner letzten Meldung Ihren Namen erwähnt? Ja, weil ich damals auf MZ4 ebenfalls mit wechselnden Schwerefeldern zu tun hatte. Dann verschieben Sie den Start und halten sich zur Verfügung. Jawohl, General. Vielleicht braucht die Kommission Ihre Expertise. Sie haben doch aber sonst nie etwas für den Geheimdienst übrig gehabt. Mit einer Ausnahme. Villa war ein großartiger Mann und ein guter Chef. Ich kann es immer noch nicht begreifen. Tja, Villa hatte mehr Grips als so mancher. Na, ich möchte mich da nicht festlegen. Ich werde ihm nie vergessen, dass er mir damals die Sondergenehmigung zu dem Start nach Chroma gab, als es in der ganzen ORB nur eine Devise gab: Krieg. Villa war bei all seiner Gedankenkühle so etwas wie ein Idealist, ein Pazifist des Weltraums. Ich hoffe, dass sein Nachfolger nicht ins andere Extrem fällt. Wenn das ein Versuch sein sollte, mich auszuhorchen, McLean, so haben Sie Pech. Die Sache ist so geheim, davon weiß keiner was. Major McLean, hier ist eine Order von Tracht für Sie. Danke, mein Schätzchen. Danke. Nein, das ist doch... Villa lebt. Was? Ja, er ist mit seinem Stab in den Landsitz nach Gordon durchgekommen. Nur Lindley und die Besatzung scheinen es erwischt zu haben. Ja, aber... Villa ist an Bord der Zephyr. Er wird in 3 Tagen hier sein. Ich bin zu einer Sitzung der ORB bestellt. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, mein lieber Villa, wie froh wir alle sind. Wir hatten jede Hoffnung aufgegeben. Ja, ich kann mir selbst nicht erklären, wie wir mit den Landsets durch diesen Lichtsturm bis nach Gordon durchkommen konnten. Sagten Sie Lichtsturm? Ja, Lichtsturm. Ja, aber in Ihrer letzten Meldung von Bord der Tau, da sprachen Sie doch von, wie war das bitte? Schnell wechselnden gravitationellen Feldern. Sie sagten ferner, dass eine Aktion exoterrestrischer Mächte nicht ausgeschlossen werden könnte. Ja, ich erinnere mich. Das heißt, ich kann nicht abstreiten, dass ich etwas Ähnliches gesagt habe. Offen gestanden, ich habe überhaupt keine Kontrolle mehr über das, was ich gesagt habe. Es besteht kein Zweifel, dass Oberst Villa durch die Katastrophe einen schweren Schock erlitten hat. Ja, verzeihen Sie bitte, wenn wir Sie jetzt schon mit 1000 Fragen überschütten. Aber Sie müssen verstehen, Ihr letzter Lichtspruch von Bord der Tau hat uns alle aufs Äußerste beunruhigt. Ich kann Sie absolut beruhigen, meine Herren. Was immer ich auch in der Meldung gesagt haben mag, von exoterrestrischen Aktionen kann keine Rede sein. Wahrscheinlich habe ich im Augenblick der Katastrophe Gespenster gesehen. Verzeihen Sie mir bitte. Sie brauchen sich nicht zu entschuldigen, Oberst. Nicht jeder ist in Katastrophenfällen so abgebrüht wie zum Beispiel McLean. Gerade ein so differenziert arbeitendes Gehirn, wie wir es bei Oberst Villa unterstellen können, kann in erregenden Momenten, populär ausgedrückt, Gespenster sehen. Also zu gewissen Zwangsvorstellungen kommen. Wenn ich Sie recht verstehe, Dr. Heine, bescheinigen Sie hier mit meinem Gehirn eine gewisse Primitivität. Oh, das will ich damit nicht gesagt Darf haben. ich trotzdem eine Frage stellen? Meines Erachtens ist Oberst Villas damalige Erklärung für die Katastrophe keinesfalls abwegig. Die Entladungen, die totale Blockierung der Antriebsenergie, das habe ich doch genauso erlebt, als uns damals die Frogs von MZ4 vertrieben haben. Und wenn ich nicht weit genug weg gewesen wäre... Frage also? Warum sind Sie jetzt so sicher, dass es nur ein Lichtsturm war? Gordon hat, wie Sie vielleicht selbst wissen, lediglich einen normalen Lichtsturm verzeichnet. Der normale Lichtsturm kann eine Folge der Schwerefeldbildung gewesen sein. Commander Lindley hat die ganze Zeit während der Katastrophe nur von einem Lichtsturm gesprochen. Commander Lindley und seine Besatzung sind verschollen. Wir haben keine Möglichkeit... Wollen Sie damit sagen, dass ich Commander Lindleys Worte hier nicht wahrheitsgemäß wiedergebe? Ich möchte... McLean, ich glaube, es ist genug. Warum werde ich in diese Kommission berufen, wenn ich nicht auf Widersprüche aufmerksam machen darf? Diese Widersprüche sind hinreichend geklärt durch die Schockwirkung, unter der Oberst Villa stand. Du lieber Gott, ich an Ihrer Stelle hätte wahrscheinlich auch von Frogs und transgalaktischen Ungeheuern gefaselt. Darf ich fragen, welchem Zweck der Inspektionsflug diente, auf dem die Tau sich befand? Darüber ergeht zu gegebener Zeit Geheimbericht des GSD an die oberste Raumbehörde. Ich bedauere Ihre Verschwiegenheit, Oberst. Ich habe keine Veranlassung, Geheiminformationen auf die Frage eines Kreuzerkommandanten den Preis zu geben. Ich muss Sie ersuchen, Oberst Villa nun mit keinen weiteren Fragen mehr zu beanspruchen. Aber hier stimmt doch etwas nicht. Ich muss sehr bitten. Ist es denn so abwegig, einen Zusammenhang zwischen dem Zweck des Einsatzes und der Störung des Einsatzes zu sehen? Über den Zweck des Einsatzes hat außer mir und meinem engsten Stab niemand etwas gewusst. Am allerwenigsten die Frogs, denen Sie ja anscheinend hellseherische Fähigkeiten zuschreiben. Schluss jetzt mit der Debatte. Kein Anlass zu weiteren Fragen. Auch für Sie nicht, McLean. Oberst Villa, wir wünschen Ihnen eine baldige und völlige Genesung.
Genießen Sie die wohlverdienten Ruhe. Dazu ist leider keine Zeit. Ich habe eine Unmenge zu tun. McLean. Sie lassen auch keine Gelegenheit aus, um sich unbeliebt zu machen. Bisher war ich der Ansicht, eine Untersuchungskommission ist dazu da, zu untersuchen, aber man lernt eben nie aus. Sie bestimmt nicht. Ihrem Auftrag steht noch nichts mehr im Weg. Morgen starten Sie zu Ihrem Kontrollflug, wie besprochen. Hätten Sie was dagegen, wenn ich stattdessen nach Gordon starte und mich im Gebiet der Taukatastrophe umsehe? Sie werden den Teufel tun. Machen Sie Ihre normale Arbeit und schlagen sich diese Geschichte aus dem Kopf. Ich dachte schon, ihr kommt überhaupt nicht mehr. Wisst ihr eigentlich, wie spät es ist? Was war denn los? Na, was soll denn los gewesen sein? Das Übliche. Ich kann nun einmal nichts dafür, dass ich ein Mann in den besten Jahren bin. Na, den Eindruck hatte ich vorhin aber ganz und gar nicht. Soll das heißen, dass du das gehört hast? Wir waren eingeladen, lauter nette Leute. Na und? Unser Held versuchte hartnäckig, eine reizende junge Dame von sich zu überzeugen. Ach, und die reizende junge Dame warst du. Oh nein. Komm schon, mach's nicht so spannend, sonst glauben die anderen noch, die Geschichte hat eine Pointe. Für mich war es eine Pointe. Die junge Dame sagte nämlich auf einmal, aber ich bitte Sie, Leutnant, Sie könnten ja mein Vater sein. Was? Wie erscheint die denn zum Start? Haben Sie Ihren Bordanzug in der Wäsche, Leutnant? Nein, aber ich brauche ihn nicht. Einen Moment, bitte. Was heißt das? In 50 Minuten sind wir weg. Eben nicht. Ich komme gerade von Villa, wir starten nicht. GSD-Order. Start ist untersagt. Den Auftrag übernimmt der Geheimdienst persönlich. Ha, es lebe der GSD. Soll das heißen, dass wir dienstfrei sind? Offensichtlich. Das trifft sich gut, Cliff. Können wir abhauen? Von mir aus. Herr Villa muss wissen, was er tut. Hoffentlich hat er das mit Wamsler abgesprochen, sonst gibt's einen Riesenkrach. Kommt, Kinder, ehe sich das noch einer anders überlegt. Wiedersehen. Mario! Ja? Vergiss nicht, du könntest ihr Vater sein. Was war das denn? Ach, er hat sich mal wieder irgendwo einen Korb geholt. Und Sie? Na, ich doch nicht. Ich meine doch, ob Sie hier bleiben wollen. Tamara, seit wann führt der GSD Routineaufträge der Raumpatrouille aus? Finden Sie das nicht merkwürdig? Villa wird schon seine Gründe haben. Bestimmt. Ich möchte nur wissen, welche. Danke. Wir sollten Satelliten der Raumüberwachung im Sektor Vesta kontrollieren. Das ist der Nachbarabschnitt von Gordon. Und dort ist etwas passiert, was Villa uns allen verschwiegen hat. Sie hören wieder mal das Gras wachsen, Cliff. Hm? Ja, vielleicht. Ich wünschte, Sie würden ein bisschen mithören. Aber warum sollte uns Villa etwas verschweigen? Und was sollte er uns verschweigen? Tja. Hallo, McLean, der Junge. Trinken wir einen zusammen. Danke. Oh. Darf ich bekannt machen, Oberst Mulligan? Leutnant Tamara Jagelowsk vom GSD. GSD? Da müsste ich lügen, wenn ich sagen würde, sehr erfreut. Na, Oberst, warum denn so ruppig? Die Dame hat Ihnen ja nichts getan. Aber Ihr Verein? So? Glauben Sie, ich besauf mich ohne Grund? 10 Jahre bin ich bei der Startbasenüberwachung. Treu und brav, haben mich abgerackert und geschunden. Ja, ich will nicht undankbar sein. Vor 3 Jahren, da haben sie mich zum Chef von dem Laden gemacht. Ja, und? Und? Abgesägt hat man mich. Ohne Grund. Knall auf Fall. Wann? Wer? Vor 2 Stunden habe ich die Mitteilung bekommen. Sicherheitsmaßnahme des GSD. Ab sofort übernimmt der GSD die Überwachung der Startbasen für Großkampfschiffe. Kann ich gar nicht sagen, wie sauer ich bin. Na, höre ich immer noch das Gras wachsen? Mit Villa stimmt etwas nicht, seit er von Gordon zurück ist. Hören Sie doch auf mit Ihren Gruselgeschichten. Das ist keine Gruselgeschichte, das ist eine Addition von Tatsachen. Er bagatellisiert die Vorgänge auf Gordon. Er bringt die Raumüberwachung und die Schiffsbasen in seine Kontrolle. Bin gespannt, was sein nächster Schritt ist. Aber Schritte müssen doch ein Ziel haben. Was glauben Sie, ist sein Ziel? Wenn es nicht so absurd wäre, würde ich sagen, er bereitet einen Putsch vor. In Gordon muss etwas geschehen sein, was den Mann völlig umgekrempelt hat. Er nimmt Mulligan die Basenüberwachung weg, obwohl er sich noch 4 Tage vor seinem Start nach Gordon lobend über Mulligans Zuverlässigkeit geäußert hat. Ich habe das selbst gehört, in Wamslers Büro. Haben Sie eigentlich heute Abend nur ein Thema? Oh, entschuldigen Sie. Möchten Sie etwas zu trinken? Danke, nein. Wie lange dürfen wir eigentlich hier so rumsitzen? Haben Sie eine Ahnung, was man mit uns vorhat? Nein. Und was machen Sie? Hat man für Sie auch keinen Auftrag? Nein. Das heißt doch. Ich bin auf die Orion kommandiert worden, um Befehlsüberschreitungen, Verstöße gegen die Raumdienstvorschriften und Verletzungen der Flottengesetze durch Commander McLean disziplinarisch zu unterbinden. Gouvernante.
Sehr nette Gouvernante. Finden Sie, dass ich zu streng bin? Bitte helfen Sie mir. Ich muss Villa sprechen. Und zwar morgen. Warum wollen Sie denn mit Villa sprechen? Ich werde ihn ganz einfach um eine GSD-Sondergenehmigung für einen Start nach Gordon bitten. Gibt er sie mir, dann ist erwiesen, dass ich tatsächlich Gespenster gesehen habe. Gibt er sie mir aber nicht? Was wäre denn damit bewiesen? Tamara, ich habe nie Anspruch darauf erhoben, besonders intelligent zu sein. Aber eins habe ich, einen Riecher. Mehr kann ich im Augenblick nicht sagen. Also gut. Damit die arme Seele Ruhe hat. Ich werde mit Villa sprechen und sehen, ob er morgen Zeit für sie hat. Danke. Und wenn Sie schon im GSD-Zentralamt sind, Tamara, würden Sie mir einen Gefallen tun? Was denn nun noch? Sehen Sie sich doch ein bisschen um. Vielleicht kriegen Sie heraus, warum Villa in die Nähe von Gordon geflogen ist. Es muss doch da gewisse Unterlagen geben. Cliff, jetzt sind Sie wirklich übergeschnappt. Wissen Sie, was Sie da von mir verlangen? Mhm. Aber natürlich. Für McLean habe ich immer Zeit. Was will er denn? Das soll er Ihnen lieber selbst sagen. Aber er scheint es für sehr wichtig zu halten. Dann ist es bestimmt auch wichtig. McLean ist ein sehr fähiger Kopf, finden Sie nicht auch? Ja. Oh, das klingt aber nicht sehr überzeugt. Ich dachte eigentlich immer, Sie hätten eine besonders hohe Meinung von ihm, auch privat. Wollen wir nicht bitte meine privaten Gefühle besser aus dem Spiel lassen? Komisch. Ich glaubte immer, Sie gingen für ihn das Feuer und er für Sie auch. Na, lassen wir das vorläufig. Ich spreche dann also mit ihm. Haben Sie sonst noch was auf dem Herzen? Danke, Oberst. Das war alles. Interessant, Leutnant, nicht wahr? Ihr Freund McLean wird zufrieden mit Ihnen sein, das heißt, er würde. Leider werden Sie keine Gelegenheit mehr haben, ihm Ihre erstaunliche Entdeckung mitzuteilen. Ich muss mich entschuldigen. Nein, nein, durchaus nicht. Ich bin Ihnen sogar dankbar. Sie handeln ja ganz in meinem Interesse. Oder glauben Sie wirklich, Sie hätten hier eindringen können, wenn ich es nicht gewollt hätte? Es war, wie soll ich sagen, reine Neugierde. Ja, McLeans Neugier. McLean hat damit überhaupt nichts zu tun. Reden Sie doch keinen Unsinn. McLean hat Sie angestiftet, hier herumzuschnüffeln. Und ich habe es zugelassen, weil ich wissen wollte, was er wissen will. Jetzt weiß ich es. Abführen. Ich weiß immer noch nicht, worauf Sie hinaus wollen, McLean. Das weiß ich ja selbst noch nicht, Doktor. Deswegen frage ich Sie als Spezialisten. Halten Sie es für möglich, dass ein Mensch, dem wir alle bis jetzt uneingeschränkt vertraut haben, durch eine fremde Macht, wie soll ich es ausdrücken, umgedreht werden kann? Sie meinen durch Hypnose oder Telenose? Nein, es muss etwas anderes sein. Ich meine, dass ein Mensch zwar äußerlich unverändert bleibt, aber innerlich in seinem Denken und Fühlen ein anderer wird, ein Feind. Und zwar nicht nur unter der augenblicklichen Einwirkung von Telenosestrahlen, sondern allgemein, grundsätzlich. Um einen Menschen total zu verändern, müsste man sein Gehirn sozusagen umprogrammieren, wenn ich mich populär ausdrücken soll. Das ist ein unendlich komplizierter Prozess, der Monate oder Jahre dauern kann. Vom medizinischen Standpunkt aus... Ist es vorstellbar, dass andere Lebewesen... Sie meinen die Frogs? Wir kennen nur sie, was man so nennt. Ist es vorstellbar, dass sie einen solchen Umwandlungsprozess schneller als wir bewerkstelligen können? Wesentlich schneller. Um das zu bewerkstelligen, müssten die Frogs einen Menschen ja erst einmal in ihrer Gewalt haben. Und das haben sie ja immer wieder mal versucht. Damals auf MZ4, dann die Sache mit der Telenose, von der Sie sicher wissen. Und jetzt... Doktor, ich weiß allmählich wirklich nicht mehr, ob ich noch normal bin. Aber ein Gedanke lässt mich nicht mehr los. Die Tau mit Villa und wesentlichen Mitgliedern seines Stabes gerät in eine Katastrophe, aus der es eigentlich keinen drinnen gibt. Wunderbarerweise überlebt ausgerechnet Villa mit seinen Leuten. Kommt nach ein paar Tagen, über deren Verlauf er keinen Aufschluss gibt, zurück und sagt,
Die Katastrophe sei ein normaler Lichtsturm gewesen, wie ihn die Tau ohne weiteres hätte überstehen müssen. Na und? Ich habe die letzte Phase der Katastrophe mitgehört über Subraumfunk. Es waren künstlich erzeugte, schnell wechselnde gravitionelle Felder, wie sie bis jetzt nur die Frogs erzeugen können. Villa versuchte mit seinen Leuten in den Landsets nach Gordon durchzukommen. Und gerade, dass ihm das gelungen ist, macht mich stutzig. Denn eine Landsat hätte normalerweise bei einem solchen Energiechaos zerplatzen müssen wie eine Seifenblase. Erklären Sie meinen. Es gibt nur eine Erklärung, Doktor. Die Frogs haben die Energiefelder ausgeschaltet, sobald Villa in die Landsets umgestiegen war. Sie wollten ihn nicht vernichten. Sie wollten ihn lebend. Er ist für sie eine Schlüsselfigur. Das würde voraussetzen, dass Sie wussten, dass Villa an Bord der Tau ist. Ja, wer weiß. Vielleicht können Sie unseren Funkverkehr kontrollieren. Sehr wahrscheinlich sogar. Und Sie könnten Villa nach Gordon gelockt haben, indem Sie ihm zum Beispiel verstümmelte Funkzeichen zusendeten, die ihn neugierig machten. Ich hoffe, dass ich bald etwas über den Zweck des Tau-Einsatzes erfahre. Ich habe da meine Quellen. Sie haben noch etwas außer Acht gelassen. Wenn an dem Albtraum, den Sie da träumen, etwas dran ist, dann müssten auf Gordon die Frogs sitzen. Wäre das nicht aufgefallen? Sie saßen schon einmal auf MZ4, wie Sie wissen, und es kam nur durch einen Zufall heraus. Aber Gordon hat sich, wie Sie sagten, doch völlig normal gemeldet und über die Tau-Katastrophe berichtet. Vielleicht waren das auch Umgeformte. Leute, die Sie bereits kassiert haben. Warum sprechen Sie nicht mit Wamsler? Mein Verdacht ist so ungeheuerlich. Meine Vorgesetzten würden mich sofort ins nächste Sanatorium schicken. Wenn ich ehrlich sein soll, McLean, ich glaube auch, ein Aufenthalt dort könnte Ihnen nicht schaden. Ich kenne Sie seit 10 Jahren und habe Sie eigentlich nie für einen Phantasten gehalten. Hätten Sie nicht Zeit und Lust, mir gelegentlich mehr über Ihre Mutmaßungen in puncto Villa zu erzählen? Glauben Sie, ich spinne? Halten Sie mich für einen pathologischen Fall? Major McLean. Ja. Hier ist das GSD-Zentralamt. Oberst Villa erwartet Sie 18:30 Uhr. Sie wissen, McLean, ich habe immer weitgehendes Verständnis für Ihre individualistischen Einfälle gehabt. Aber was um aller Welt wollen Sie auf Gordon? Ich möchte nur sicherstellen, dass Sie und Commander Lindley sich in der Beurteilung des Tau-Unfalles wirklich nicht getäuscht haben. Ach so. Die Schlappe neulich in der ORB lässt Sie nicht ruhen. Ja, so ungefähr. Sie verstehen die gekränkte Eitelkeit des Fachmanns. Und Sie glauben immer noch, dass die Katastrophe neulich auf exoterrestrische Einwirkungen zurückzuführen ist? Ich glaube gar nichts. Ich möchte nur diese Möglichkeit mit Sicherheit ausgeschlossen wissen. Warum fragen Sie nicht Wamsler? Der schmeißt mich schon raus, bevor ich das Wort Gordon noch richtig ausgesprochen habe. Sie wissen natürlich, dass ich eine GSD-Sonderstarterlaubnis nachträglich vor der ORB verantworten muss. Sie haben das volle Vertrauen der ORB. Meines Wissens gab es nie Schwierigkeiten. Na schön, starten Sie. Ich veranlasse alles Nötige. Danke. Ich danke Ihnen, Oberst. McLean, was machen Sie aber, wenn es da oben wirklich nicht mit rechten Dingen zugeht und Sie in die gleiche Hölle geraten wie ich mit der Tau? Das muss ich riskieren. Nein, das kann ich nicht verantworten. Um jeder Gefahr vorzubeugen, statten Sie die Orion 8 mit einem Eigenkraftfeld aus. Fabelhaft, aber das dauert... Das dauert nicht lange. Wir haben jetzt ein neues Verfahren, das bald auf der gesamten Flotte zugutekommen wird. Kennen Sie Chefingenieur Kranz? Ja, dem Namen nach. Er soll ein Experte sein. Ja, er ist der führende Fachmann auf dem Gebiet für künstliche Schwerkraftbildung. Er wird Sie begleiten. Ich danke Ihnen, Oberst. McLean, das habe ich übrigens noch vergessen. Auf die charmante Begleitung Ihres Sicherheitsoffiziers werden Sie leider bei diesem Start verzichten müssen. Ja, wir haben Sie heute Mittag auf einen Sonderkursus geschickt. Ich konnte ja nicht wissen, dass Sie um einen Stab bitten würden. Was ist denn das für ein Kursus? Das Mädchen wartet seit über einem Jahr auf seine Beförderung und ohne diese Kurse geht's nun mal nicht bei uns. Ja. Sie hat übrigens selbst darum gebeten. Warum hat sie mir da nichts davon gesagt? Hat sie nicht? Oh, das finde ich aber nicht nett von ihr. Oder ist sie böse mit Ihnen? Das weiß man bei ihr nie so genau. Weiber. Bodenkontrolle an Basis. Orion 8 in allen Funktionen überprüft. Wir geben das Schiff frei. Danke, Bodenkontrolle. Der Start wird in wenigen Minuten erfolgen. Hier spricht Lupus 12 unter Commander Spira. Wir befinden uns programmgemäß auf Eintauchkoordinaten 17 MS 12.
Richtig, Lupus 12. Bleiben Sie in Ihrem Warteraum, bis Sie abgerufen werden. Wir haben wichtige Unterlagen an Bord, die sofort ausgewertet werden müssen. Verbinden Sie mich mit Oberst Mulligan. Wir müssen auf eine andere Basis umgeleitet werden, wenn wir nicht sofort eintauchen können. Oberst Mulligan befindet sich bis auf Weiteres im Urlaub. Sie können in wenigen Minuten eintauchen. Ich schalte jetzt um. Basis 104, Startkontrolle an den schnellen Raumkreuzer Orion 8. Sie sind freigegeben zum Start. Danke, Basis. Basis 104 übergibt weiter an Erdaußenstation 4. Verabpassung. Abfahren. 19, 19, 18. Lassen Sie sich lieber irgendwo hin. Gerne. Wo? Mal. Ja? 10, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Von entscheidender Wichtigkeit. Ab Kosmos minus 186 stören wir sämtliche Erdaußenlichtspruchverbindungen mit TRAF. Ist das gewährleistet? Selbstverständlich. Kosmos minus 186. Die Blockierung der Großraumschiffstartbasen tritt bei Kosmos minus 100 ein. Bei Kosmos minus 100. Lassen Sie sämtliche Radarwarnkreise auf Aufzeichnung schalten. Ich muss sicher sein, dass alle Annäherungswerte lediglich gespeichert und nicht etwa durchgegeben werden. Natürlich. Bei Kosmos minus 164 ergeht Alpha Order an sämtliche im Raum operierenden Verbände. Rücksturz zu den nächstgelegenen Basen. Bei Kosmos 164 Rücksturz aller operierenden Verbände zu den nächstgelegenen Basen. Kosmos minus 200 beginnt um 23 Uhr. Die Aktion ist bei Kosmos plus 200 abgeschlossen. Ich bin Oberst Willer dankbar, dass er mir Gelegenheit gegeben hat, mein System gerade bei einem Orion-Einsatz zu erproben. Ist ja gut, Kranz. Seit dem Start haben Sie mir das stündlich versichert und wir sind jetzt mindestens 18 Stunden unterwegs. Etwas Positives kann man nicht oft genug sagen. Hoffentlich ist es positiv. Denn wenn wir wirklich in einen Schlamassel geraten wie die Tau, muss Ihr System funktionieren, sonst holt uns alle der Teufel. Cliff, da tut sich was. Ich habe Resonanzkontakt mit beweglichen Objekten. Irrsinnig weit weg, aber immerhin, es regt sich was. Fremde Objekte? Kann ich noch nicht sagen. Wollen wir ein bisschen darauf zuhalten? Unser Auftrag lautet... Wer hat Sie denn gefragt? Versuch, ob du was reinkriegst. Ob ich was drin habe. Hör dir das an. Dreiergruppen? Cliff, da stimmt etwas. Denk an MC4. Wenn es die Frogs sind, dann müssten sie die 2 äußeren Radarwarnkreise ungehindert durchbrochen haben. Lichtspruch an Traf. Orion 8 an Traf. Orion 8 an Traf. Verschlüsseln Sie das in Interkosmos-Code und geben Sie durch. Kosmos minus 200 beginnt. Die Energieversorgung der Invasionsverbände erfolgt ab Kosmos minus 150 über Leitstrahlsystem Gordon. Ende. Wir haben einen Lichtspruch von der Orion. McLean ruft Traf. Ja, lassen Sie hören, was er will. 2-9. Ruft Traf. Orion 8 ruft Traf. Ich habe eine dringende Meldung. Warum verdammt nochmal komme ich nicht durch? Hören Sie! Traf! Was ist denn los, Commander? Mit wem zum Teufel spreche ich? Sie sind an der richtigen Adresse. Ich brauche eine Verbindung zu Traf. Wer sind Sie denn? Der Lichtspruch von außen zu Traf ist zurzeit gestört. Wir haben über Außennamen 3 umgeleitet. Haben Sie eine Meldung? Das kann man wohl sagen. Wir haben in 4 Raumsektoren unbekannte Flugobjekte geortet. RS-118 KL 90 bis RS-118 KL 94. Sie sind bereits innerhalb der äußeren Radarwarnkreise. Sie haben Kurs auf die Erde. Das ist uns bekannt. Gegenmaßnahmen sind eingeleitet. Da bin ich aber neugierig. Ist General Wamsler informiert? Selbstverständlich. Halten Sie jetzt Ihren Kurs und erwarten Sie weitere Befehle. Unser Kurs führt aber von den unbekannten Objekten weg. Das ist in Ordnung. Weiß man, um wen es sich handelt? Sind es Frogs? Darüber kann ich keine Auskunft geben. Ende. Versteht ihr das? Keine Verbindung zu Traf, das hat es noch nie gegeben. Wer war dieser Geheimnistour? Ich weiß es nicht. Sie haben Erdkurs, darüber besteht kein Zweifel. Moment.
Es kommen pausenlos Lichtspruchanfragen von den vorgeschobenen Erdaußenbasen. Sie wollen wissen, was es mit den fremden Objekten auf sich hat und warum Traf gestört ist. Er sagt, dass ORB und die Regierung informiert und alle Gegenmaßnahmen eingeleitet sind. Wir müssen sie noch 2 Stunden hinhalten. Wieso werde ich hier festgehalten? Dafür habe ich einen guten Grund. Wollen Sie mir nicht endlich sagen, was hier gespielt wird? Ich nehme an, das wissen Sie. Ihr Freund McLean wird Ihnen doch sicher gesagt haben, weswegen Sie hier herumspionieren soll. Dann ist es also wahr, Sie machen einen Putsch? Das ist doch wohl ein etwas kindliches Wort. Putsch, das ist ein Spielzeug für größenwahnsinnige Generäle. Ich habe mich nie mit Kleinigkeiten abgegeben. Kontrollpunkt 4736A5. Vorhut der Invasionsverbände hat planmäßig den Invasionskanal erreicht. Keine Behinderung durch terrestrische Basen oder Verbände. Ausgezeichnet. Bei Kosmos -164 verlassen die Hauptverbände ihre Bereitstellungsräume. Jawohl. Oberst, was hat das zu bedeuten? Invasionsverbände? Sie wollen doch nicht etwa sagen... Aber das ist doch Wahnsinn! So ist alles Wahnsinn, was in einem menschlichen Durchschnittsgehirn keinen Platz hat. Aber bitte denken Sie doch an... Ja, ich habe jetzt keine Zeit für lange Diskussionen. Passen Sie auf. Ich nehme an, dass sich McLean bald bei uns melden wird. Er meldet sich bei Traf. Ja, das ist schon möglich, aber Traf wird ihn leider nicht verstehen. Ich habe mir nämlich erlaubt, den Chiffrierkonverter von Traf geringfügig zu verändern. Oh, Sie... Wenn sich McLean also bei uns meldet, dann werden Sie mit ihm reden. Und jetzt werde ich Ihnen ganz genau sagen, was Sie ihm mitzuteilen haben. Sie kommen aus 3 Richtungen und sammeln sich in den Nachbarsektoren von Gordon. Genau da, wo wir die Radarabschirmung kontrollieren sollten. Los, Artan, Lichtspruch an Traf. Versuch's nochmal, ich muss Wamsler erreichen. Das ist doch sinnlos, Cliff. Traf ist immer noch gestört. Weiß der Teufel, was da los ist. Wir landen doch wieder nur beim Außenamt 3. Probier's, sag ich. Wenn wir wieder dort landen, weiß ich wenigstens, woran ich bin. Und Sie, lieber Freund, geben mir vorsichtshalber Ihre Waffe. Wieso? Was soll das? Wird's bald. Sie haben überhaupt kein Recht von mir zu hören. Nicht böse sein. Es ist nur zur Vorsicht. Es könnte ja sein, dass Villa Sie nicht nur aus Menschenfreundlichkeit zu uns geschickt hat. Das ist doch lächerlich. Ich Umso mache Sie besser, auch umso noch besser. Das werden wir ja sehen. Na? Orion 8, ruft Traf. Orion 8, ruft Traf. Sie können mich umbringen. Aber Sie können mich nicht zwingen, McLean Befehle zu geben, die ich nicht verantworten kann. Erstens kann ich Sie zwingen und zweitens gebe ich die Befehle. Und Sie können sicher sein, dass er sie auch ausführen wird. Da kennen Sie McLean schlecht. Lichtspruch von der Orion an Traf. Einer mit. Aber sprechen Sie, ich will erst mal hören, wie viel er mitgekriegt hat. Hier spricht Commander McLean von Bord der Orion 8. Ich rufe General Wamsler. Sprechen Sie, Commander. Ich möchte den General sprechen und sonst niemand. Ich habe Ihnen schon vor einer Stunde gesagt... Das Traf gestört ist ganz recht. Erzählen Sie das, wem Sie wollen, aber nicht mir. Ich handle jetzt auf eigene Faust. Melden Sie sich oder ich schmelze Sie zusammen. Hallo, McLean. Hier spricht Villa. Ich habe eine Überraschung für Sie. Oberst Villa, also doch. Falls ich Ihnen je noch mal begegne, habe ich auch eine Überraschung für Sie. Hier bei mir befindet sich Ihr Sicherheitsoffizier, Leutnant Jagelowsk. Und ich schwöre Ihnen, das Mädchen stirbt auf der Stelle, wenn Sie meine Anordnungen nicht ausführen. Haben Sie mich verstanden? Major. Tamara! Ganz klar. McLean! Sie hatten recht, McLean, aber es ist zu spät. Villa hat gewonnen. Die Invasion läuft. Es sind die Frocks. Hören Sie! Ah! Leutnant! Leutnant! Haben Sie gehört, McLean? Ich bluffe nicht. Sie haben das Leben des Mädchens in Ihrer Hand. Werden Sie tun, was ich sage? Was soll ich tun? Wo ist Kranz? Hier im Kommandostand. Holen Sie ihn an die Lichtspruchanlage. Hier spricht Kranz. Oberst, man hat mich entwaffnet. Damit habe ich gerechnet. McLean, ich gebe Ihnen 1 Minute Zeit. Nach 1 Minute meldet mir Kranz, dass er das Kommando der Orion übernommen hat. Kranz wird dann bewaffnet sein und Sie werden seinen Anordnungen Folge leisten, sonst stirbt Tamara. Ist das klar? Ja, das ist klar. Und selbstverständlich gibt mir Kranz die Meldung im Interkosmos-Code. Versuchen Sie also nicht, ihn zu erpressen, ich würde das merken. Sie haben von jetzt ab 1 Minute Zeit, sich zu entscheiden. Noch 50 Sekunden. McLean,
Vergessen Sie nicht, wir sind hier in solchen Dingen etwas altmodisch. Wir benutzen die gute alte HM3. Sie wissen ja, was man mit der alles anfangen kann. Ich sage das nur für den Fall, dass Sie vielleicht auf den philosophischen Gedanken kommen, sterben müssen wir alle mal. Sie würden es sich da auf Kosten Ihrer Freundin wirklich etwas zu leicht machen. Wenn das nicht ein gut inszenierter, schlechter Witz ist. Klingt das so? Wieso können wir plötzlich alles mithören? Das ist doch idiotisch. Irgendwie muss es ihr gelungen sein, die direkte Verbindung zu Traf herzustellen. Sie kennt sich doch aus. Los, benachrichtigen Sie Wamsler, ORB und Regierung. Nee. Machen Sie alles mit Kurier. Das dauert zwar länger, aber wir müssen damit rechnen, dass Sie sämtliche Leitungen kontrollieren. Gut, Leutnant. Noch 15 Sekunden. Steht hier nicht rum wie die Idioten, sagt, was ich tun soll. Noch 10 Sekunden. Ich kann das nicht allein entscheiden. Noch 7 Sekunden. Cliff, gib sie ihm. Gib sie ihm doch. Du musst sie ihm geben. Noch 4 Sekunden. Na also. Und jetzt keine falsche Bewegung. Darf ich bitten? Ich habe geglaubt, die hätte er übersehen. Oberst Villa, hier Kranz. 01 00 23. Algol, Vesta, Interkosmos. U Indigo. Bestätigt, Indigo, Ende. So, der wäre versorgt. Bitte Kosmoskontrolle. Invasionsverbände in den Bereitstellungsräumen gesammelt. Keine Behinderung durch terrestrische Verbände oder Basen. Kosmos minus 150. Eintauchphase in den Invasionskanal. Leitstrahl Gordon übernimmt die Energieversorgung. Was passiert mit der? Eliminieren? Nein, damit warten wir bis Kosmos minus 50. Vielleicht können wir sie noch mal brauchen, falls uns Kraft doch auf die Schliche kommt. Sie hat eine gute Beziehung. Los, bring sie weg. Mitgehört haben, rechtfertigt die schlimmsten Befürchtungen. Villa muss verrückt geworden sein. Er bereitet die Invasion der Volks vor. Der komplex wird sofort elektromagnetisch abgeriegelt. Dann erzwingen Sie sich mit Vargo-Strahlern den Eingang. Aber schlagartig. Jawohl, Marschall. Villa muss überrascht werden. Alle verfügbaren Raumstreitkräfte nach Plan Delta ans Operationsgebiet. Jawohl. Alle Sicherheitsmaßnahmen nach Plan Delta treten sofort in Kraft. Nachrichtensperre. Kosmos minus 100. Blockierung der Raumschiffstartbasen. Jagt die Druckkammern hoch. Kosmos minus 100. Lichtspruch an alle operierenden terrestrischen Verbände. Alpha-Order. Rücksturz zur Erde. Das war eine Alpha-Order. Terrestrische Raumaufklärung an alle. Alpha-Alarm. Große Raumverbände der Fox im Anflug auf die Erde. Start der schweren Kampfverbände. 1 bis 12 in 25, Basenkomplex. 12 in 25 bis 30, Basenkomplex. Oberste Raumbehörde an Regierung. Agenten der Fox haben die Startbasen der schweren Raumverbände gesprengt. Die Basen sind überflutet. Invasionsflotte der Fox nähert sich auf Raumsektoren 118 KL12 bis 118 KL4. Widerstand ist nicht mehr möglich, Invasion ist nicht mehr abzuwenden. Schlagen vor, mit den Fox zu behandeln. Regierung am ORB. Wer mit den Fox verhandelt, wird vor Gericht gestellt werden. Der Feind ist mit allen Mitteln aufzuhalten. Terrestrische Raumaufklärung an alle. Jeglicher Lichtspruchverkehr mit Erdaußenbasen und im Raum befindlichen Einheiten wird über GSD umgeleitet und ist daher sinnlos. Ich wiederhole. Jeglicher Lichtspruchverkehr mit Erdaußenbasen und im Raum befindlichen Einheiten wird über GSD umgeleitet und ist daher sinnlos. Ich wiederhole. Jeglicher Lichtspruchverkehr mit Erdaußenbasen und im Raum befindlichen... Sie haben lange gebraucht, meine Herren, und Sie kommen zu spät. Die Aktion rollt und nichts kann sie mehr aufhalten. Innerhalb der nächsten 24 Stunden wird die Erde endlich in der Hand intelligenter Lebewesen sein. Wenn diese Lebewesen nicht wesentlich intelligenter sind als Sie, braucht uns nicht bange zu sein. Los jetzt! Eins verstehe ich nicht. Warum legen Sie uns nicht einfach um und überlassen dem Computer die Steuerung des Schiffes? Wird es nicht etwas anstrengend, auf die Dauer 5 Menschen zu überwachen? Anstrengend? Wenn Sie sich weiter so gut benehmen, sehe ich da kein Problem. Und zu Ihrer ersten Frage, man erwartet Sie auf Gordon.
Man ist durch Villa bestens informiert. Wer erwartet uns? Warten Sie es doch ab. Die Frogs? Intelligente Lebewesen. Und Sie interessieren sich ganz besonders für die Overkill-Anlage, die Sie an Bord haben. Sie werden das wunderschön demonstrieren, McLean. Ich lasse mich lieber umbringen. Auf Gordon werden Sie zunächst einmal schlafen. Und wenn Sie aufwachen, sieht alles ganz anders aus. Sie wollen uns umformen? Sie wollen mit uns dasselbe tun, was Sie mit Villa gemacht haben? Es tut bestimmt nicht weh. Das war Ihr Fehler, Kranz. Das hätten Sie uns nicht verraten sollen, ich bloß! Bleiben Sie stehen. Noch einen Schritt und ich benachrichtige Villa. Denken Sie doch an Tamara. Warten Sie. Warten Sie es ab. Bis Gordon ist es noch weit. Irgendwann machen Sie einen Fehler. Was bedeutet das? Maschinen am Kommandant. Wandler 3 und 5 sind gestört. Was soll ich tun? Was heißt das? Sie sind gestört. Wünschen Sie eine detaillierte technische Beschreibung eines Wandlers und wie er funktioniert, beziehungsweise woran es liegt, dass er eventuell nicht funktioniert? Befehlen Sie Ihrem Mann, das in Ordnung zu bringen. Das bedeutet, dass ich vorübergehend auf halbe Geschwindigkeit gehen muss. McLean. Was Sie da machen, ist Sabotage. Das, was Sie machen, etwa nicht? St. Björnsen, versuchen Sie nicht, mich zu bluffen. Wenn die Orion nicht so schnell wie möglich wieder auf Höchstgeschwindigkeit ist, werde ich mir überlegen müssen, wer von Ihnen am unwichtigsten ist. Muss ich mich noch deutlicher ausdrücken? Wenn Sie mir nicht glauben, kommen Sie doch herunter und überzeugen Sie sich selbst. Wie dumm halten Sie mich? Los, an die Arbeit! Aber wie zum Teufel soll ich einen Angriff abwehren, wenn das Gros der schweren Kampfverbände nicht starten kann? Wie viele Kreuzer haben Sie im Raum? Das normale Sicherheitsachtel. Das ist nichts gemessen am Umfang dieses Die Angriffs. Invasoren passieren die Lichtwerfergürtel 7 bis 9. Sie haben starke Ausfälle, weichen aber nicht aus. Es sind unfassbar viele. Selbst wenn die Lichtwerferbatterien die Hälfte zusammenschweißt. Kann man Villa nicht zwingen. Villa können Sie zu gar nichts zwingen. Reckwald hat ihn schon in der Klinik. Marschall, es ist uns gelungen, einen Teil des Codes zu entschlüsseln, mit dem Villa die Invasion gelenkt hat. Ja, und? Sie hatten offensichtlich ein Problem, die Energieversorgung für den Anmarsch. Deswegen kommen sie auch alle über Gordon. Gordon leitet sie dann auf einem Strahl, der ihnen laufend Energie zuführt, auf Erdkurs weiter. Deshalb sind sie auch nicht ausgewichen, als sie unsere Lichtwerfergürtel passieren. Mit anderen Worten, der Angriff ist nur abzuwehren, wenn Gordon eliminiert wird. Können Sie mir auch verraten, wie Gordon eliminiert wird? Villa hat dafür gesorgt, dass die Raumsektoren um Gordon völlig isoliert sind. Und welcher von den jetzt noch im Raum operierenden Verbänden kann Gordon rechtzeitig erreichen? Keiner. Sämtliche Verbände haben auf Villas letzte Alpha-Order in Erdkurs genommen. Wir haben sie durch Lichtspruch Richtung Gordon geleitet, aber der Zeitverlust ist zu groß. Nur McLean könnte Gordon noch rechtzeitig erreichen. Und der steht unter Kontrolle von Kranz. Es ist zum Verzweifeln. Wir versuchen seit einer Stunde Kontakt mit der Orion aufzunehmen. Wir haben sie im Ortungsstrahl, aber sie meldet sich nicht. Leutnant, keine Nervosität, wenn ich bitten darf. Sonst werde ich nervös und das könnte für Sie unangenehme Folgen haben. Glauben Sie wirklich, Kranz, dass Sie noch eine Chance haben? Ich weiß zumindest, dass Sie keine mehr haben. Es will uns dauernd jemand sprechen. Wer wohl und warum wohl? Von meinem Start hatte außer Villa in der ganzen ORB niemand eine Ahnung. Es kann also nur Villa sein. Oder aber er ist aufgeflogen und die oberste Raumbehörde versucht, Kontakt mit mir aufzunehmen. Geben Sie sich keine Mühe, McLean. Villa fliegt bestimmt nicht auf. Sein Plan ist perfekt.
Invasoren passieren Raumsektor 116 LM4. Kurs unverändert. Orion 8 meldet sich nicht. Wir müssen etwas unternehmen. Ach ja, und was bitte? Die Hydra und der General Van Dyke hat Kurs Gordon genommen. Das nützt nichts. Sie erreicht Gordon zu spät. Auf jeden Fall erreicht sie Gordon eher als die Orion. Seit wann ist die Hydra schneller als die Orion? Die Orion läuft seit einiger Zeit mit halber Geschwindigkeit. Könnte dann nicht die Hydra die Orion einholen? Vielleicht, aber wozu? Glauben Sie, dass Kranz vor Schreck in die Kälteschlafkammer geht, wenn sich die Hydra nähert? Geben Sie Befehl, die Hydra soll McLean angreifen. Sind Sie verrückt? Wenn die Orion plötzlich angegriffen wird, hat McLean eine Chance, die Gewalt an sich zu reißen. Kranz wird versuchen, sich dem Angriff zu widersetzen. Dazu braucht er McLean und De Monte. Verstehen Sie doch. Er braucht sie und verliert damit vielleicht die Kontrolle über sie. Wir müssen es versuchen. Gut. Lichtspruch an die Hydra. Wie lange dauert das denn noch? Ich habe versucht, wieder voll zu beschleunigen. Wie Sie sehen, ist das Resultat negativ. Sigbjörnsen, ich habe jetzt genug. Ich glaube Ihnen kein Wort. Wenn Sie mir nicht glauben, dann fragen Sie auch McLean. Sie sagen nichts? Sie wissen doch genau, dass Sigbjörnsen recht hat. Das weiß ich in dem Moment, wo ich einen von Ihnen eliminiert habe. Und die Orion fliegt immer noch mit halber Geschwindigkeit. Na los! Worauf warten Sie da noch? Sie riskieren verdammt viel, McLean. Raumüberwachung zeichnet Resonanzkontakt mit fliegendem Objekt. Schnelle Annäherung. Abstand 144, 143. Kommandant an Maschine. Sind wir auf Höchstgeschwindigkeit? Und wenn Sie noch dreimal fragen, General. Die Hydra fliegt mit allem, was drin ist. Kommandant an Kampfstand. Der Angriff auf die Orion erfolgt bereits auf Distanz 109. Aber Sie wissen, worauf es ankommt. Die Orion darf nicht manövrierunfähig werden. Ich weiß Bescheid. Ein Kampfschiff der Orion-Klasse. Abstand 110. Cliff, es ist die Hydra. Sigbjörnsen soll endlich beschleunigen. Wozu wollen Sie riskieren, dass die Orion in Stücke geht? Wir wissen doch gar nicht, was die Hydra will. Ist Ihnen doch wohl klar, dass niemand von denen an Bord kommt. Abstand 109. Cliff, Sie greifen an. Sie haben uns im Werferbereich. Aber Sie werden doch nicht von Ihren eigenen Leuten angegriffen. Wir nicht, aber Sie. General Van Dyke ist sicher der Meinung, dass wir alle tot sind. Ich befehle Ihnen, sich zu wehren. Wie denn? Greifen Sie das Schiff an! Sofort! Wie Sie wünschen. Mario, Kampfstand besetzen. Ja. So, ganz ruhig bleiben, mein Junge. Mario, komm her. Ich muss wieder runter. Hier. Orion ruft Hydra. General Van Dyke, hier spricht McLean. Wir leben und wir würden gerne noch etwas länger leben. Haben Sie verstanden? McLean, alles in Ordnung? Ja, General. Sind Sie noch voll manövrierfähig? Technisch ja. Nervlich haben wir ein bisschen gelitten. Wo ist Kranz? Der steht neben mir und scheint etwas deprimiert zu sein. Dann gehen Sie auf Hyperspace-Geschwindigkeit und fliegen Sie Gordon an. Eliminieren Sie Gordon mit Overkill. Das ist ein Befehl der Weltregierung. Gibt's die überhaupt noch? Nicht mehr lange, wenn Sie noch weiter überflüssige Fragen stellen. Ende. Ach so. Wie steht's denn mit Hyperspace? Nichts lieber als das. Ich hatte recht gehabt. Ja, Sie merken aber auch alles. Die Orion fliegt mit Hyperspace-Geschwindigkeit Kurs Gordon. Abstand Fox Erde. 47,20. Abstand Orion Gordon.
47,30. Das ist ein reines Verbankspiel. Erdaußen 7 durch die Frogs eliminiert. General, der Marschall möchte Sie sprechen. Ja, bitte. Wie sieht's aus? Schafft's die Orion? Wenn's einer schafft, dann McLean. Wie drückt sich das in Zahlen aus? Frogs Erde 47,8, Orion Gordon 47,6. McLean ist ein guter Mann. Wer hatte eigentlich die Schnapsidee, ihn straf zu versetzen? Sie, Marschall. Ich? Hm. Erhalte Impuls. Feindbasis zeichnet. Resonanzkontakt ein. Abstand? Abstand 37,4. Kommandant an Kampfstand. Ja, Cliff. Alles klar? Alles klar, ich habe Sie schon im Werferbereich. Abstand 37,3. Maschine und Kommandant, Antrieb geht auf Ultraimpuls. Abstand? 12, 11, 10, 9, 8, 7, In 6, 5 Sekunden Overkill. 5, Fertig, Mario? 4, Fertig. 3, 2, Achtung. 1. Overkill. Ich brauche wohl kaum zu betonen, dass diese Informationen hier streng vertraulich sind und nur dem Kreis der unmittelbar Beteiligten zugänglich gemacht werden. Es würde sonst nachträglich noch eine Panik ausbrechen. Eine Welle von Misstrauen und Verdächtigungen würde durch sämtliche Dienststellen gehen. Jeder würde jeden für umgedreht halten. Dabei sind wir glücklicherweise in der Lage, den Kreis der Erkrankten ziemlich genau zu überblicken. Es handelt sich lediglich um die Besatzung von Gordon und um Villa mit seiner Begleitung. Verzeihen, Professor. Sprachen Sie gerade von Erkrankten? Ja, es ist in der Tat eine Art Erkrankung. Für mich sind das Verbrecher. Für mich auch. Verbrecher wider Willen, meine Herren. Es handelt sich ja nicht um einen vorsätzlichen freien Willensakt. Wenn Sie das Pech gehabt hätten, lebend in die Hand der Exoterroristen zu fallen, wäre mit Ihnen das Gleiche geschehen. Ihre Gehirne wären umprogrammiert worden. Man hätte sie mit einem neuen Willen beseelt. Dem Willen, die Erde in die Gewalt einer außerirdischen Macht zu bringen. Unter deren Führung ein gigantisches interkosmisches Reich aufgebaut werden sollte. Professor, haben Sie schon eine Vorstellung, wie diese Umprogrammierung bei Villa bewerkstelligt wurde? Wir arbeiten Tag und Nacht an einer Testreihe, teils auf psychochemischer, teils auf psychoelektrischer Basis. Wir müssen den Umprogrammierungsprozess Schritt für Schritt nachkonstruieren. Denn nur dann besteht die Aussicht, ihn rückgängig zu machen. Haben Sie die Hoffnung, dass Villa und die anderen jemals wieder normale Menschen sein werden? Wir haben diese Hoffnung. Und wir werden nichts unversucht lassen. Gibt es noch Fragen? Dann möchte ich mein Referat hier schließen. Der hier anwesende Personenkreis und selbstverständlich die Regierungsbehörden werden über die Ergebnisse der Untersuchung auf dem Laufenden gehalten. Ich danke Ihnen. Ich bitte die Orion-Besatzung, noch einen Moment hier zu bleiben. Was ist denn dem jetzt schon wieder eingefallen? Das fragst du noch? Glaubst du, der verzeiht uns jemals, dass wir ohne sein Wissen nach Gordon gestartet sind? Der verdonnert uns mindestens. Wenn wir nicht gestartet wären, wäre er längst als Frog umprogrammiert. Ich bezweifle, ob das bei seiner Sturheit gelungen wäre. Still jetzt. McLean, haben Sie mir nichts zu sagen? Nicht, dass ich wüsste. So, dann werde ich Ihnen etwas sagen. Ihr Start nach Gordon gegen meinen ausdrücklichen Befehl war glatte Insubordination. Ich habe... Insubordination! Ohne die wir jetzt allerdings tot wären oder als Umprogrammierte herumliefen. Mensch, haben Sie ein Schwein. Es ist Ihnen doch klar, dass Sie jetzt aus der Raumflotte ausgestoßen würden, wenn Sie mich recht gehabt hätten. Bitte, wenn man... Oberst McLean! Was? Oberst McLean! Mit dem heutigen Tage erlischt Ihr Dienstunterstellungsverhältnis zur Raumpatrouille. Ihre Strafversetzung ist beendet. Sie gehören ab sofort wieder den schnellen Kampfverbänden an. Wenn Sie mir verraten, wo Sie das Ereignis zu begießen gedenken, komme ich gerne auf einen Schluck vorbei. Im Starlight Casino. Genau. Ihr Dienst bei Ihrer alten Einheit beginnt mit einem 3-monatigen Sonderurlaub für die ganze Besatzung auf Regierungskosten. Das wär's für jetzt. Wir sehen uns dann sicher nachher noch etwas privater. Darf sich jeder von uns seinen Urlaubsort selber aussuchen, General? Gewiss.
Dann möchte ich nach Kroma, bitte. Ich möchte Ihnen ganz herzlich gratulieren zu Ihrer Beförderung, Oberst. Danke. Ich danke Ihnen. Ich freue mich sehr für Sie, dass Sie nun wieder zu Ihrer alten Einheit zurückkommen. Ja, das ist schön. Für uns alle. Ja. Das heißt, ich weiß nicht. Ich habe keine Ahnung, was man mit mir vorhat. Ja. Wieso? Na, bleiben Sie denn nicht bei uns? Ja, aber das war doch klar. Meine Gouvernantenrolle auf der Orion war doch nur für die Zeit Ihrer Strafversetzung. Ja, stimmt. Komisch, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass wir... Ja, es geht alles einmal zu Ende. MZ4, erinnern Sie sich noch? Mhm. Das war unser erster gemeinsamer Einsatz. Wir haben uns gleich furchtbar gekracht. Ja, und Mura, die Strafkolonie. Mein Gott, war ich da wütend auf Sie. Und ich erst, Ihr Flirt mit diesem Dichter, ekelhaft. Oh, Moment. Denken Sie bitte an Kroma. Wie Sie da die ganze Nacht mit der Generalissima verhandelt haben, ich hätte Sie erwürgen können. Aber dann hast du mich geküsst, wenn ich mich recht erinnere. Ja, ich dachte, du hättest es vergessen. Ich gehe zur Van Dijk. Ich sage ihr, ich will meine Gouvernante behalten, sonst quittiere ich meinen Dienst. Kannst du immer nur dienstlich denken? Brauchst du im Privatleben keine Gouvernante? Danke, Cliff, das genügt. Es handelt sich nur um eine Wette zwischen Mario und mir. Der Experte behauptet, ihr traut euch nicht, euch im Sitzungssaal der obersten Raumbehörde zu küssen. Ich habe 10 Flaschen Sekt gewonnen, danke. Du Schuft! Ich habe dich unterschätzt, Cliff. Ich dachte, sowas kriegen nur Spezialisten fertig. Wie man sich doch in Laien täuschen kann. Komm schon.